Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie ich dieses schöne Meeresgemälde gemalt habe. Es heißt Endless Coast und ist mit Spachtelmasse angefertigt. Ja, viel Spaß beim Malprozess. Ich habe mir diesmal so eine Strukturpaste von Liquitex zugelegt. Das ist hier eine mit grober, körniger Struktur. Dann habe ich mir hier wieder meinen Horizont vorgezeichnet. Die Strukturpaste habe ich dann in diesem Rechteck hier aufgetragen. Und ich habe beim Auftragen festgestellt, dass die schon sehr sandig und trocken ist. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja einfach auch die Acrylfarbe da direkt reinmischen könnte. Deswegen ist das dann mein nächster Schritt gewesen. Das hätte man natürlich auch vorher machen können, aber mir ist es halt erst danach aufgefallen. Vorher weiß man ja manchmal noch nicht so richtig, wie man mit dem Medium arbeiten soll. Und da auch Medium drauf stand auf der Verpackung, habe ich so gedacht, vielleicht ist es ja einfach dafür gedacht, dass man es direkt in die Acrylfarbe reinmischt. Und ich glaube, so sollte es dann auch sein. Ja, und das ließ sich dann schon viel besser einarbeiten. Also gut, dass ich das so gemacht habe. Ich weiß auf jeden Fall für die Zukunft Bescheid, wie ich mit diesem Medium umgehen soll. Die Struktur sollte auf jeden Fall sichtbar sein und so ein bisschen sandig. Es sollte aber auch nicht zu extrem strukturiert sein, weil ich ja wie gesagt eine Meereslandschaft drauf malen möchte. Und die Strukturpaste zusammen mit der Acrylfarbe sollten jetzt einmal komplett durchtrocknen, am besten über Nacht. Das ist auch eine gute Gelegenheit, um endlich mal diese tolle Schürze auszuprobieren, die ich von Meeden bekommen habe. Die ist auf jeden Fall komplett wasserdicht und hat halt mehrere Fächer, wo man seinen ganzen Künstlerkram reintun kann. Wenn man zum Beispiel einfach mal zwischendurch was zum Abstreifen braucht. Ich habe mir deswegen jetzt hier meine Küchentücher noch mit reingepackt, damit ich die immer zur Hand habe. Und mit dem Code StephaniKatharin könnt ihr nochmal 12% sparen und außerdem ist ja auch bald Black Friday. Also falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder so oder euch was wünscht, dann auf jeden Fall nächste Woche, wenn es ein bisschen günstiger ist. Ich habe euch auf jeden Fall alles in der Infobox verlinkt, genauso wie die Farben von Meeden, die ich hier auch wieder mitverwenden werde. Ich habe euch die im letzten Video ja auch schon mal vorgestellt und ich werde auch heute wieder damit malen. Und im Übrigen werde ich natürlich auch in meinem eigenen Etsy-Shop noch ein bisschen mehr Rabatt geben als sonst, also es lohnt sich auf jeden Fall auch. Ihr findet die Links alle in der Videobeschreibung. Der Star der Show ist heute auf jeden Fall dieses Payne's Grey, was so ein bläuliches Grau ist. Und das lässt sich einfach richtig schön für Meeresgemälde verwenden. Ihr werdet das ja dann gleich sehen, wenn ich das auftrage.
Ich fange wie fast immer an der horizontalen Linie an und arbeite als erstes die dunkleren Farben ein. Und dann habe ich mir auch gleich dieses etwas hellere Blau und so ein Violett noch mit reingemischt, um so ein paar kühlere Akzente noch zu haben. Ich finde ja auch immer die warmen Farbtöne zusammen mit den kühlen sehr schön. Und da der Himmel eher warm sein wird, ist das ein besonders schöner Kontrast. Dann habe ich hier natürlich auch noch Farben von Sostrene Grene verwendet. Hier zum Beispiel dieses Loden Frost, was jetzt auch eine neue Winterfarbe ist. Mega schön auf jeden Fall, dieses kühle Salbeigrün. Also ich liebe das total. Es gab ja letztes Jahr auch so einen ähnlichen Farbton. Und ich finde es wirklich schade, dass die immer so limitiert sind. Da sollte die Firma auf jeden Fall was dran ändern. Weil viele von den Farbtönen, die ich letztes Jahr verwendet habe, gibt es nicht mehr. Aber dieses Loden Frost ist auf jeden Fall so ähnlich wie das Salbeigrün, was die schon mal hatten. Und solange die Farben noch nass sind, arbeite ich auch immer noch mal ein bisschen was mit meinem Malmesser ein. Das benutze ich ja immer sehr gerne für mehr Struktur in den Bildern. Auf die rechte Seite des Bildes kommen dann noch ein bisschen mehr warme Farbtöne. Ich habe hier auch noch so ein schönes Türkis, was ich direkt mit einarbeite, weil es soll halt so aussehen, als ob sich die Sonne darauf so ein bisschen spiegelt. Auch die Felsenküste soll aussehen, als ob sie in Nebel getaucht wäre. Deswegen werde ich da die Farben auch noch mal ein bisschen heller machen. Und je weiter es nach vorne geht, also je weiter links es ist, soll es ein bisschen dunkler sein, sodass wir eine Tiefenwirkung haben. Ich arbeite auch sofort danach den Horizont ein, also den oberen Teil des Bildes, damit es schön ineinander übergeht und ich die Übergänge auch so verwischen kann, dass es ein bisschen weicher aussieht und die Konturen nicht mehr so klar sind.
Die Wolken möchte ich in ein schönes, cremiges Beige-Grau tauchen, sodass es halt wirklich so aussieht, als ob die Sonne da durchgefiltert wird durch diese Wolkenschichten. Und das Ganze soll halt auch warm sein vom Farbeindruck her, damit das Bild nicht insgesamt zu kühl ist. Ich könnte natürlich für die großen Flächen auch einen größeren Pinsel benutzen. Im Falle der Landschaftsbilder mag ich das aber eigentlich lieber mit einem kleineren Pinsel und vor allem mit diesem abgeschrägten Synthetikpinsel. Das hier ist jetzt einer von Söstrene Grene, den ich immer wieder verwende für fast jedes Bild, was ich male. Und das ist keine Werbung oder so, aber ich liebe diese Pinsel einfach und die sind voll günstig. Also ich weiß nicht, da kann man nichts mit falsch machen. Wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, kauft euch bloß nicht die teuren von Idee oder so, die irgendwie 20 Euro pro Stück kosten. Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Und die von Söstrene Grene haben bei mir auch schon sehr lange gehalten. Also da spreche ich auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung aus. Die obere linke Ecke wird am wärmsten vom Farbton her und da mische ich mir auch wieder meinen Ocker mit rein und ein paar Rosatöne und so ein bisschen Gelb und dann arbeite ich das gleich direkt mit dem Beige und den Cremetönen zusammen ein. Das Ganze soll ja ein bisschen nebelverhangen aussehen und deswegen arbeite ich jetzt hier an den Übergängen. Das Payne's Grey wurde ja früher auch ganz viel in der Landschaftsmalerei verwendet und ich finde, das ist halt wirklich der perfekte Farbton, um den in diese dunstigen Hintergrundlandschaften einzuarbeiten, weil das einfach nochmal die Tiefenwirkung unterstützt von so einem Bild und ich bin einfach froh, dass ich das jetzt endlich mal ausprobiert habe. Ansonsten habe ich immer mit Ultramarinblau gearbeitet, aber ich finde, das Payne's Grey ist einfach noch ein Tick wärmer und irgendwie unkomplizierter. Dann muss ich natürlich die Lücken hier auch nochmal schließen, die ich da noch offen gelassen habe.
Wie immer bemale ich natürlich auch meine Seiten. Ich finde, erst dann ist das Bild wirklich vollständig. Ich habe mir dieses Mal auch überlegt, dass ich einen Firnis auftragen möchte. Ich möchte da einfach so ein leichtes Satin-Finish drauf haben. Ich finde, manche Farben trocknen ein bisschen matt auf und gerade wenn man Strukturpaste drauf hat, kann das schnell ein bisschen matt wirken. Aber gerade bei so einem Meeresgemälde finde ich das halt wunderschön, wenn es so einen leichten Satin-Glanz am Ende hat und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere den jetzt einfach mal aus und bisher sieht es auch wirklich richtig gut aus damit. Und ich habe es auch über Blattmetall ausprobiert, das wird nicht grünlich. Also ich werde ja häufig gefragt, ob ich einen Firnis verwende und ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall jetzt häufiger meinen Firnis auftragen werde, einfach weil das Finish dadurch ein bisschen schöner ist. Und nachdem alles getrocknet ist, sieht das Gemälde jetzt so aus. Ich finde, es ist richtig schön mystisch geworden, so ein bisschen nebelverhangen und passt in den Winter genauso wie in den Sommer. Das Bild ist auf jeden Fall auch in meinem Shop erhältlich und schaut auf jeden Fall mal in meine Videobeschreibung rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage wieder ciao und bis zum nächsten Mal.